So, hier sind wir zurück. Herzlich willkommen. Der rechte der beiden älteren Knaben trommelt begeistert seinen Lieblingssong mit. Der linke hingegen ist nicht ganz so begeistert. Und wir setzen unsere kleine Tour durch den Diner fort. Stuff only. Das ist offensichtlich die Küche. Da steht eine weitere von mir immer Kanne genannte Thermosflasche. Entschuldigung, wenn ich das durcheinander werfe, aber im Englischen ist es, glaube ich, einfach eine Can. Coffee Thermos oder Thermos wahrscheinlich. Und da steht eine Dame, ohne zu viel spoilern zu wollen, die noch wichtig werden wird. Die lernen wir besser mal gut kennen und prägen uns ein, was sie so hat und was sie so tut und sagt. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stucky, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Sie trägt eine Lampe bei sich. That she should change the bulb. This is what happens when you get sloppy. Die Lamp Lady. Do my rounds. Remind them to change their bulbs always. And to stay vigilant because darkness never sleeps. Danke. Im Moment ist sie uns ja noch eher suspekt, glaube ich, mit ihrem Benehmen. Scheint ein wenig derangiert, aber harmlos. Hier geht es auf jeden Fall zu den Restrooms, wo wir hoffentlich Karl Stucky finden, der uns den Schlüssel zu unserer Hütte übergeben soll. Bei den Damen wird er nicht sein. Also, hier ist Restroom für die Herren. Hello? Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Sie lässt uns nicht aus den Augen. Geht aber auch nicht mit uns raus. Und wo kam sie so plötzlich her? You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed. And then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Okay, viel Glück dabei. Geradeaus kommen wir hier nicht durch. Also machen wir mal den Weg wieder an den beiden alten Knaben vorbei. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid, splendid! Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid, splendid. It's been a long time, Tom. Good to see you. Hey, you wouldn't happen to have a bottle on you, would you, Tom? I wish. Leider keine Bottle, aber ich möchte eben nachgucken, was Hernia ist. Bestimmt irgendeine Krankheit, aber die kam in meinem Englischunterricht nicht vor. Moment, ich blättere nach dem Google-Übersetzer. Wir wollen hier auch was lernen. Hernie ist ja eine tolle Übersetzung, das hilft mir jetzt aber viel. Also schlag selber nach. Google Translate ist leider nicht zu einer vernünftigen Übersetzung imstande. The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Okay. Zwei Jungs, die aus der Klinik I'll be einen heading back to ungenehmigten work as Ausflug soon as machen. Dr. Hartman gets here, Rose. Oh, but I'm not looking forward to the poison we have at the Park Cafe. Ja, der Kaffee ist hier besser bei Rose. Tschüss, Rose. This is what coffee should taste like.
Oh, Rusty, that's so sweet. I'll swing by with a fresh cup later on. Jo, auch hier gibt's wie in amerikanischen Restaurants üblich unbegrenzt Refill. Will you be staying in town for the Deer Fest, Mr. Wake? Bye, Mr. Wake. The deer is dear to me. The deer is dear to me. The deer is Ich glaube, wenn ich jetzt nicht weggehe, Alice was outside. I muss didn't ich want to keep mitsingen. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Das ist Stucky. That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Bad man here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. Ich muss dazwischen quatschen gelegentlich, It's gonna be a clear night, so weil doch Musik zu hören ist. might want to look up every once in a while, see those stars Ja, looking down at you. wenn der Sprecher und ich beide quatschen, They'll light your way. und dann so. Hier ist überhaupt keine Musik zu hören, YouTube. Bitte lass mich in Ruhe mit irgendwelchen Copyright-Ansprüchen. Das ist hier überhaupt nichts, ja? So, vielen Dank. Letzte Akkorde, danke. Das ist die Divers Isle. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Bevor wir da hingehen, gehe ich nochmal schnell zurück, um mir einen Überblick über die Lage zu verschaffen, selbstverständlich. Und wer weiß, ob man da nicht noch was findet. Unsere Insel, in der Ferne ein größeres Gebäude, oben auf dem Berg. Unser Auto. Und siehe da, eine Thermosflasche. Focus. The cabin obviously got its name from the shape of the island. It looked like a giant bird leg. Alice had mentioned that the lake was a caldera. There was a dormant volcano under it. Okay. Das ist die Vogelbein-Insel mit der Divers Isle ist sozusagen der Privatname und darauf steht unsere Hütte. Private Property, no trespassing. Cauldron Lake, wie er übrigens auch heißt, dieser See hier, Cauldron heißt ebenfalls Kessel. Caldera, mancher was ähnliches, ist eine mit Wasser gefüllte Öffnung eines ehemaligen Vulkans oder eines inzwischen erloschenen Vulkans hoffentlich. So, Alice hat brav auf uns gewartet. Hier gibt es offensichtlich auch sowas wie einen Brunnen. Der spielt aber, glaube ich, keine Rolle im weiteren Spiel. Der ist reines Deko-Element. So, komm Alice. Unser gemütliches kleines Zuhause, das uns überhaupt nicht irgendwie komisch anguckt. Für die nächsten Tage.
Vögel machen auch gar keinen unheimlichen Eindruck. Birdlag Cabin. Also Divers Island Birdlag Cabin. Here we go. Let's take a look inside. Come on. It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Sure thing. I'm on it. Ein Sicherungskasten an der Tür oder so. Ist leider nicht zu finden. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Hello? Anyone here? Und er hat geschrieben, in her dreams to prevail, kept from sleep, the temple of shadow and mist und the labyrinth of me. Wie nicht anders zu erwarten, steht auch da eine Thermosflasche. Da geht es nach oben, da wird ja wohl kein Sicherungskasten sein. Die Türen hier gehen nicht auf. Nee. Hier geht's raus. Ein Radio, war mit Batteriebetrieb. The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. Famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones. Caller, you're on KBF-FM. Hi, Pat. It's Rose. Well, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just... Das ist Kleinstadtleben. Oh, I am so excited he's here. I'm sure he's glad to be here, too. Well, folks, I guess the secret's out. This is Pat Main on KBF-FM. And now some music. Great. Die einzigen Leute, die wir schon kennen, haben wir gerade im Radio gehört, nämlich Pat, den reizenden älteren Herrn, der eine private Radiostation moderiert, und die Kellnerin, Rose hieß sie doch, glaube ich. So, da ist noch ein Bootsanlegesteg, aber auch keine Sicherung und nichts. Hier ist ein Windspiel. Funktioniert auch. Tja, get the power on. Hier drin sieht es nicht weiter danach aus, als sei hier irgendwas. Aha. Noch ein Windspiel, funktioniert das auch? Ja. So, Power Cable zur Hütte da drüben, zum Schuppen. Vielen Dank. Der weltfremde Schriftsteller hat es wieder nicht gesehen. Da gibt es was zu sehen. T and B. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Nämlich von uns beiden hier, ne? Von Alice und Alan. A und A. Können wir vielleicht auf die andere Seite ritzen. Vorläufig bleibt es noch ein Geheimnis, wer T und B denn sind oder waren, denn der Baum ist ja offensichtlich schon lange nicht mehr präsent. Dass die sich in einen Baumstumpf eingeritzt haben, wäre nun doch arg unromantisch gewesen. Bevor ich in die Hütte gehe, gucke ich mich hier noch schnell ein bisschen am Ufer um. Oder in den Schuppen. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel,
but these days it was no longer open to the public. Okay. Cauldron Lake Lodge. Und ansonsten ist hier nicht viel. Dann sorgen wir mal für Strom. An old generator had been connected to the power cable. Läuft mit Diesel, wovon wir hier 3 Fass haben. Das sollte reichen für unseren Ferienaufenthalt. Das sieht alles sehr zuverlässig aus. Und umweltfreundlich. Da werden wir gut schlafen. The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Okay, mehr gibt es ja auch offensichtlich nicht zu entdecken. Eine olle Gießkanne. Gemütlicher Lampenschein aus dem Fenster. Ein Kamin. Ein Schaukelpferd. Das werden wir aber offensichtlich Alice? nicht brauchen können. Honey? Eine Uhr ohne Zeiger. Das ist ein bisschen unheimlich. Honey, wo bist du? Jedenfalls nicht am Herd. Nicht draußen. Das Radio ist inzwischen aus. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Na dann mal hin. Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. Vorher gucken wir hier nochmal schnell. Zum Beispiel auf diesen Kalender aus dem Juli 1970. Hier ist ja offensichtlich die Zeit stehen geblieben. Der Sessel und ist auch sehr 70er Jahre mit dem Hocker davor. Und kein Fernseher. Das ist ja Mittelalter hier. Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn, Alice, everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Zweimal haben wir, glaube ich, die Lady aufblitzen sehen, die uns den Schlüssel übergeben hat. Anstelle von Stucky. Damn it.
Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alice, I'm coming! It's over! Oh Gott. Die Vögel greifen uns an. What the hell? So, kann ich die mit der Lampe abwehren? Ja. Ja, ich bin kein Actionheld. Schneller als so kann ich nicht. Alice? Alice? Oh no! Keep going. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Okay, da oben haben wir die Straße durchbrochen. Auf dem Weg zu Stucky's Country Store. 200 Yards wären es noch gewesen. Da hätte es auch Batterien gegeben. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Wie sind wir hier mit unserem Auto hingekommen? Nach dem Sprung in den See. Wir haben nicht die geringste Ahnung. Auf den Leitungen ist noch Strom. Da sollten wir jetzt nicht springen, wahrscheinlich. Da unten ist eine The gas Tankstelle. station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. So. Dieses Auto, schätze ich, werden wir nicht mehr wiedersehen. Hello? Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night.
Hier sind unsere Manuskriptseiten, die wir gefunden haben. Episode 1, Nightmare. 2 Seiten sind uns zugeflogen. The title page. Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Ja, ganz toll. Wir müssen hier dem Weg folgen. Anybody there? Please, I've been in an accident. Ich habe keine Taschenlampe, ich habe keine Waffe, ich habe nichts. Ja, ich klicke gerade auf allem rum. Nichts zu wollen. Checkpoint reached. Da sehe ich ein Licht. Da sehe ich einen Wasserfall. Wenn ich mich hier so umgucke mit den Nebelschwaden, ich muss schon sagen, das kann man heute noch sich gut anschauen. Da ist das Spiel wirklich nicht allzu sehr gealtert. Da gibt es Schlimmeres. Das ist schon sehr stimmungsvoll. Und bevor wir uns da weiter Richtung Licht begeben, haben noch nicht ganz die 30 Minuten voll, aber hier ist dramaturgisch ganz sinnvoll. Hier machen wir einen kurzen Cut und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis gleich.